Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute um 14 Uhr, also jetzt gleich schon, spielt Real Madrid gegen Levante ihren Rückrundenstart. Und heute ist kein normales Spiel. Heute ist Judgment Day im Santiago Bernabéu. Ein historisches Five-Konzert wird heute erwartet. Doch Real Madrid und der Vorstand haben da keinen Bock drauf und haben Maßnahmen ergriffen. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Ansonsten die neuesten Informationen, wie ihr es kennt, rund um das Spiel. Und heute müssen wir auch mal wieder rüber gucken zum Konkurrenten, denn Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelonas, drohen 6 Jahre Haft. Was da los ist und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, Rückrundenstart im Santiago Bernabéu. Heute um 14 Uhr und circa so eine halbe Stunde vorher hoffe ich, so viele wie möglich von euch bei meiner Live-Watch-Party, bei meinem Watch-Along zu machen. Wir können zusammen beim Heimdebüt von Álvaro Arbeloa im Santiago Bernabéu dabei sein. Ja, und über Álvaro Arbeloa wollte ich direkt mit euch sprechen. Ich habe mir 2 Antworten aus seiner Pressekonferenz für euch rausgesucht, die ihn so ein bisschen charakterlich zeigen. Die erste zeige ich euch jetzt mit Absicht, bevor ich euch die Kaderliste zeige, denn das verrät schon ziemlich viel. Ich habe auch viel Kritik gelesen an der Jugend, an den Jugendspielern und nun ja, ihr solltet wissen, dass ihr mich immer gegen euch haben werdet, denn wie ich am ersten Tag sagte, ist die Jugend von Real Madrid für mich die beste der Welt und sie werden immer an meiner Seite sein und ich werde ihnen weiter vertrauen wie bisher. Ja, wir erinnern uns dran, Álvaro Arbeloa hat bei seiner Präsentation klargemacht, ich habe diesen Posten nur dank der Jugend, dank dieser Spieler und die werden unter mir so viele Chancen bekommen wie unter keinem anderen Trainer. Ja, und er lässt seinen Worten Taten folgen. Das ist die Kaderliste von Real Madrid. Vollgepackt mit Canteranos, also die brauche ich nicht alle vorlesen. Ich insbesondere freue mich auf César Palacios. Ich lasse das Training so ein bisschen parallel laufen. Der hat einmal mit der Hacke einen genialen Pass auf Bellingham beim Training gegeben. Also dieser Junge hat das gewisse Etwas. Ja, und ein Namen, den ihr vielleicht gelesen habt und den ihr nicht so kennt, ist Leiva. Álvaro Leiva. Und der ist nicht wegen seinem Vornamen nominiert. Nein, was mich nur wundert, ist, dass der Junge im Mittelfeld aufgestellt ist, obwohl der ein klarer Stürmer ist. Der spielt bei Castilla Außenstürmer. Hat wirklich eine Karussellfahrt bei Real Madrid Castilla hinter sich. Sollte der verkauft werden, hat in den 6 Vorbereitungsspielen keine Minute gespielt, dann hat er sich in die Mannschaft gearbeitet. Wenn ihr wissen wollt, was das für eine Art Spielertyp ist, mich persönlich erinnert der unglaublich an José. Aber leider nicht die Qualitäten eines Josés. Ja, ihm fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen die Mobilität. Er ist eine Notlösung, aber meiner Meinung nach wird sich dieser Junge nicht bei Real Madrid durchsetzen. Naja, vielleicht liege ich ja auch falsch, vielleicht ist er der nächste Superstar. Ich drücke dem Jungen natürlich, wie jedem anderen Spieler von Real Madrid, die Daumen. Ja, ansonsten hatte ich euch gesagt, dass ich euch 2 Ausschnitte von Álvaro Arbeloa besorgt habe, übersetzt habe. Und der zweite zeigt so ein bisschen der Charakter, der er ist. Er hat eine Anekdote erzählt, die er in der Kabine erzählt hat. Und ich bin großer Fan von Anekdoten. Vielleicht ihr auch. Hören wir da zusammen einmal rein. Ich brauchte viele Jahre, um meinen ersten Europapokal zu gewinnen. Ich war bereits Weltmeister mit Spanien. Wir hatten 2 Europameisterschaften mit Spanien gewonnen. Wir hatten hier bei Real Madrid die Rekordliga gewonnen, die Copa del Rey. Ich hatte ein Europapokalfinale gegen Liverpool verloren, mehrere Halbfinals. Und als ich endlich diesen Europapokal gewann, was für mich nun mal wichtig war, weil es für den Club La Decima war, so wie es lief, weil es auch, nach viel Mühe, viel Aufopferung, vielen Jahren war. Und wenn man fast denkt, es kommt nicht mehr, kam es endlich. Ich stieg in den Bus und hinter mir saß ein Teamkollege, für den es die erste Saison war, in der er Champions League spielte und es war eben sein erster Titel und er sagte mir, gut, nächstes Jahr holen wir uns den nächsten, oder? Und klar, ich sah ihn nur so an und dachte, der hier, was mich das gekostet hat und er denkt schon an den nächsten.
Und ich sagte den Spielern, wisst ihr, wer das ist? Euer Kapitän. Denn das ist die Mentalität von Real Madrid. Ja, und das ist euer Kapitän. Dani Carvajal kommt nach Real Madrid, gewinnt in seinem ersten Jahr die Champions League und sein erster Gedanke im Bus ist, so, jetzt geht's auf zur zweiten. Das ist die Mentalität Real Madrid. Und ich wünsche mir, dass diese Anekdoten, dass dieser Trainer Álvaro Arbeloa endlich diese Mentalität in diese Jungs reingeprügelt bekommt. Denn das ist der Hauptgrund, woran es scheitert. An der Arbeitsmoral. Diese Jungs verstehen nicht, dass sie den Traum von Millionen von Menschen leben, dass sie eine einmalige Chance bekommen, dass sie Privilegierte, Auserwählte sind, Gladiatoren, dass sie für den größten Fußballverein der Welt spielen dürfen. Das scheint denen egal zu sein. Ich hoffe, ein Álvaro Arbeloa macht ihnen wieder klar, wie besonders das ist. Ja, wer den Spielern das klar machen möchte, ist das Santiago Bernabéu. Alle gehen heute von einem historischen Five-Konzert aus. Und es geht natürlich gegen die Spieler, aber genauso gegen das Präsidium, gegen den Vorstand, ja, gegen die Wege, die Real Madrid in den letzten Wochen, Monaten eingeschlagen hat. Das Bernabéu, der Madridismo, hat die Schnauze voll. Allerdings mag das Präsidium und der Vorstand, finden Kritik nicht so toll. Ja, und die setzen ihre eigenen Fans, die Grada-Fans, unter Druck. Hören wir da einmal rein. Der Club an die Fankurve von Real Madrid im Hinblick auf das Spiel morgen, oder? Ja, an die Grada-Fans, das ist die Fankurve in der Südkurve des Santiago Bernabéu. Die Verantwortlichen der Grada-Fans haben allen Mitgliedern in diesem Bereich mitgeteilt, dass der Club darum bittet, morgen die Spieler von Real Madrid nicht auszupfeifen und nicht mit dem restlichen Stadion einzustimmen, wenn gepfiffen wird. Sie sollen nicht nur nicht pfeifen, sondern die Fußballer beklatschen und anfeuern. Die Verantwortlichen der Grada-Fans, die ja in direktem Kontakt mit dem Club stehen, schlagen ihren Mitgliedern vor, dass jeder, der seinen Ärger zeigen will, dies außerhalb des Stadions, des Bernabéu, tun soll. Und wer es drinnen tun will, kann noch seine Dauerkarte abgeben, um Probleme zu vermeiden. Es wird auch Kontrollen bei den Fahnen und den Botschaften geben, die in der Kurve gezeigt werden. Grada-Fans weist seine Mitglieder darauf hin, dass keine Fahnen der verschiedenen Fangruppen in diesem Bereich verwendet werden dürfen, sondern nur die eigenen, sagen wir mal allgemeineren von Grada-Fans, die am Stadioneingang verteilt werden. Es ist wichtig klarzustellen, dass es in diesem Bereich Sicherheitskameras gibt, die der Club überprüft. In der Grada-Fans weiß man, dass jeder, der morgen gegen diese Regeln verstößt, viel aufs Spiel setzt. Das heißt, wenn du pfeifst, kommst du vielleicht nicht wieder. Es sind 1800 Fans, die diesen privilegierten Platz für etwa 500 € im Jahr innehaben. Und wir wissen, dass es in den letzten Stunden Debatten und Erwartungen in den WhatsApp-Gruppen der Fans aus diesem Bereich, der Südkurve des Santiago Bernabéu, darüber gibt, was morgen passieren wird. Ganz ehrlich, wo sind wir hier? Im Nazi-Deutschland? Also seit wann darf man bitte nicht mehr seine ehrliche Meinung sagen? Wie gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von dem, was Florentino Pérez aus Real Madrid gemacht hat. Wirtschaftlich, finanziell sind wir die absolute Nummer 1. Doch es gibt Aspekte, die nicht in meinen Kopf reingehen. Und ein Florentino Pérez sollte sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn der Madridismo auch mal unzufrieden mit ihm ist. Und absolut zu Recht. Den Weg, den der Madridismo gerade einschlägt, ist der Weg Richtung AC Mailand oder Manchester United. Ich möchte die Vereine nicht beleidigen, sind absolute Legendenvereine, aber sportlich sind die seit Jahren nicht da, wo sie vom Namen eigentlich hingehören. Und diese Angst haben wir Madridistas auch. Und das, was uns Madridistas unterscheidet von vielen anderen Vereinen, dass wir nicht blind alles unterstützen, sondern dass wir auch kritisieren und auch den Finger auf die Wunde legen. Ja, das Präsidium möchte das verhindern, ein absolutes No-Go. Aber ihr habt es gehört, diese Grada-Fans tut mir persönlich leid. Die haben nun mal dieses Privileg für 500 € im Jahr, das ganze Jahr hinterm Tor zu sitzen. Dafür müssen die weiße Klamotten anziehen und die Mannschaft anfeuern. Naja, wie dem auch sei, selbst wenn die 3000 anfeuern, vermute ich, die anderen 70.000 im Stadion werden die Arbeit erledigen, die wir Madridistas heute hören wollen. Ich erwarte das größte Five-Konzert, an das ich mich erinnern kann. Ja, einer der Punkte, gegen die übrigens auch gepfiffen wird, die ich auch wieder nicht verstehen kann, ist:
Warum denkt Real Madrid, dass wir über allen anderen sind, dass wir Sachen nicht nötig hätten? Ja, während die ganze Welt aktiv ist auf dem Wintertransfermarkt, jede Mannschaft hat zweimal im Jahr die Chancen, sich zu verstärken, hacken wir uns ein Bein selber ab. Für uns ist der Wintertransfermarkt nicht existent. Und das, obwohl wir einen David Alaba haben, der bald mit dem Arbeloa nicht mehr rechnen kann. Ich wollte schon wieder Xabi Alonso sagen. Wir haben einen Rüdiger, der dauerverletzt ist. Wir haben Militao, der dauerverletzt ist. Wir haben einen Dean Hausen, der dauerverletzt ist. Wir haben einen Raúl Asensio. Das war's. Ja, und anstatt dass Real Madrid vielleicht mal 20 Millionen Euro, das bei unserem Umsatz von 1, keine Ahnung wie viel Milliarden Euro, kann mir keiner erzählen, dass diese 20 Millionen oder 23 Millionen Euro zu viel sind für einen Marc Guehi, dem Innenverteidiger der englischen Nationalmannschaft, der jetzt für diese Summe nach Manchester City wechselt. Also ich sag nicht, dass Real Madrid für einen Semedo oder wie der heißt, ich sag's bestimmt falsch, 75 Millionen Euro bezahlen soll im Winter. Okay, das können wir nicht. Aber knapp über 20 Millionen für die Position, wo wir am meisten Unterstützung brauchen. Ja, das sind die Punkte, die ich als Fan von Real Madrid nicht verstehe. Ja, und bevor wir jetzt gleich zu der Aufstellung kommen, die ich machen würde, wenn ich Álvaro Arbeloa wäre, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, einer der Hauptpunkte in diesem Video. Joan Laporta drohen 6 Jahre Gefängnis. Und mal wieder berichtet niemand darüber. Also inzwischen habe ich es satt, die Aufgabe der Presse zu übernehmen. Aber gestern war der Gerichtstermin in Barcelona. Was ist passiert? Im Jahr 2016 hat eine Investorin 100.000 Euro investiert. Und zwar in 2 Firmen. Warum hat die Frau das gemacht? Weil auf der anderen Seite des Schreibtisches saß Joan Laporta, unter anderem auch der Juste, der Vizepräsident vom FC Barcelona, noch 2 weitere. Ja, und die haben der Dame unter anderem 6% Rendite versprochen. Ja, und das, obwohl sie angeblich wussten, dass diese Unternehmen zum Scheitern verurteilt sind. Das nennt man Betrug. Schweren Betrug, ja. Deshalb steht Joan Laporta und die anderen 3 vor Gericht. Und ich würde mal vorschlagen, wir hören uns an, was der Anwalt der Angeklagten gesagt hat. Welche strafrechtlichen Folgen könnte dieser Fall für Herrn Laporta haben? Nun, in diesem Fall werden wir nach Abschluss der Ermittlungsphase, die mit den Beweisen etwa 5 oder 6 Monate dauern wird, die Eröffnung des Hauptverfahrens beantragen und eine 6-jährige Haftstrafe fordern. Natürlich, wie es unsere Pflicht ist, wegen schweren Betrugs, den wir aufgrund der vorgelegten Unterlagen sowie der Aussagen und der vorhandenen Dokumente als eindeutig erwiesen ansehen. Wir gehen davon aus, dass es sowohl in diesem als auch in 2 weiteren Fällen zum Prozess kommen wird. Er war ja drinnen. Was hat er denn gesagt, Herr Laporta? Er hat jegliche Unterschrift auf irgendwelchen Dokumenten geleugnet, was nicht stimmt, da diese erst gestern aufgetaucht sind, und behauptet, er wisse von absolut nichts, dass es nicht seine... Und er hat darauf beharrt, dass er kein Teilhaber von Reus war und nie dort war oder so, obwohl vor Gericht bewiesen wurde, dass er Teilhaber von Choristore war, dass Choristore Teilhaber von Reus war und dass Reus Choristore der Eigentümer von Reus war. Es ist also gewissermaßen derselbe Teufelskreis wie schon im anderen Fall, dem berühmten Fall La Primitiva. Ja, ganz ehrlich, hat mich unglaublich an die Aussagen von einem Laporta im Fall Negreira erinnert. Immer, ich weiß nichts, die anderen waren's, ich hab's nicht getan, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Also immer sind alle anderen schuld. Der Anwalt, ja, Joan Laporta ist das Gleiche passiert wie im Fall Negreira. Der hatte seine Aussage schon quasi vorbereitet. Und dann hat der Sohn von Negreira ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. In diesem Fall quasi das Gleiche. Am Tag vor seiner Aussage tauchen anscheinend Dokumente auf, die die ihn anscheinend doch mit da reinbringen in den Prozess. Ihr habt den Anwalt selber gehört. Trotzdem, eine Sache ist klar. Auch wenn Joan Laporta eine Reputation hat, wie dem auch sei, das kann jeder für sich selber beurteilen, gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Warten wir erstmal ab, lassen wir die Gerichte ihre Arbeit machen. Trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr es woanders erfahren habt, Joan Laporta drohen 6 Jahre Gefängnis. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst die Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Ja, und jetzt würde ich sagen, bevor wir uns gleich beim Watch-Along sehen, ich beeile mich, denn gleich geht's ja schon los, die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Álvaro Arbeloa wäre.
Ja, im Tor Thibaut Courtois, ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen. Mein rechter Verteidiger Fede Valverde, mein linker Verteidiger Alvaro Carreras, in der Innenverteidigung Dean Housen und Raúl Asensio. Auf der 6 Aurélien Tchouaméni. Auf der Doppel-8 rechts ein César Palacios. Vertraut mir, Leute, dieser Junge hat etwas Besonderes. Davor auf der 10 Arda Güler, da gehört er hin, da hatten wir den größten Erfolg. Bitte, Álvaro Arbeloa, bitte erfülle uns diesen Wunsch. Vorne im Sturm, meiner Meinung nach, Gonzalo Garcia ganz klar gesetzt, an seiner Seite, solange ein Kylian Mbappé angeschlagen ist, damit wir endlich wieder dieses Duo Güler-Mbappé haben, darauf warte ich. Der Stürmer Vini Junior. Und ich weiß, viele von euch schlagen sich gerade die Hände über den Kopf und sagen, warum spielt Valverde, warum spielt Bellingham, warum spielt ein Vini Junior? Ganz einfach, dieses Five-Konzert sollen die heute auf dem Platz hören. Und ich bin übrigens der Meinung, wir sollen die Mannschaft auseinanderpfeifen. Vor dem Anstoß, während die Namen im Bernabeu laufen, vor dem Anstoß beim Warmmachen, die sollen nichts mehr hören, die sollen ihr Trommelfell spüren. Sobald allerdings Anstoß ist, sollen wir diese Mannschaft unterstützen, bis wir hoffentlich die 3 Punkte holen. Nach dem Schlusspfiff, je nachdem wie sie gespielt haben, kann das Bernabeu wieder das nächste Urteil fällen. Das ist meine persönliche Meinung. Eure würde ich gerne lesen in den Kommentaren. Euch würde ich gerne sehen gleich beim Live-Watch-Along. Bis dahin. À la Marie!